Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu Another Fisherman's Tale. Mein Name ist Simon, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Episode 4. Wir befinden uns hier an unserem U-Boot, mit dem wir letzte Episode, das wir gegen die Wand gesetzt haben. Das Projekt hatte 2 Tage Pause, weil ich ein bisschen Probleme mit den Augen hatte, die waren entzündet. Mittlerweile versuche ich ja zumindest, wenn ich so ein kleines Projekt anfange, das auch durchzuziehen. Sonderlich regelmäßig starten Projekte bei mir leider nicht zeitlich bedingt. Aber ich würde sagen, wir gucken mal, was uns hier unter Wasser noch so erwartet. Behold, the wreck of the Donchella. If the legend was true, somewhere inside the hull lay the map to Libertalia. Okay, irgendwo in diesem Schiff soll sich die Karte nach Libertalia befinden. Libertalia ist ja immer noch unser großes Ziel. Ich habe irgendwie das ab und zu, der denkt, ich wäre irgendwo hier, der macht die Augen. Das schon wieder. Ja. Mal sehen, vielleicht wird es gleich besser. Also so ganz rund läuft das Spiel teilweise leider nicht. Also es ist flüssig und so, aber ich habe vor allem, wenn ich das Spiel pausiere, beende, habe ich öfter mal Abstürze. Und dieses Augenflackern gerade ist natürlich auch nicht geil. Ihr dürftet das eigentlich auch sehen, weil ihr alles seht, was ich sehe. Okay, einen Weg reinsuchen. Also es kann natürlich auch sein, dass das jetzt an dieser expliziten Umgebung hier liegt. Okay, meine Hand macht auch komische Sachen. Merkwürdig alles gerade. Es kann natürlich sein, dass das... Ich habe eigentlich... Sollte das Tracking funktionieren? Alexa, Index an. Okay, ich habe herausgefunden, woran es lag. Der hatte eine... Also ich schalte mein Setup mit Alexa an. Der hatte eine von meinen Tracking Stations nicht mit eingeschaltet. Das ist dann natürlich nicht das Spiel schuld. Die erwähnten Abstürze allerdings schon. Hallo. Ja, also ich denke mal, wir können hier irgendwie reinschwimmen, vermutlich. Können wir? Oder auch nicht? Ich bin jetzt nicht der begnadete Schwimmer, aber das scheint nicht ganz machbar zu sein. Können wir die Teile irgendwie greifen? Das ist nicht greifen. How could I get inside and discover the galleon's secrets? Ja, ich bin noch auf der Suche. Gehen wir mal auf die Rückseite. Okay, hier sehe ich jetzt aber so spontan auch keinen Eingang. Bestimmt irgendwas richtig Offensichtliches, was ich jetzt übersehe. Ich muss jetzt auch zugegebenermaßen erstmal wieder in das Spiel reinkommen. Aber so schwierig sollte es eigentlich nicht sein. Können wir irgendwas Schweres darauf fallen lassen? Das wäre so Videospiellösungsmäßig, aber ich glaube nicht unbedingt. Ich schwimme mal nach oben. Nee, aber hier ist auch nichts. Oh, okay, Idee. Wenn ich hier unten nicht ganz reinpasse, kann ich auch zumindest meinen Kopf reinschießen, oder? So, wenn man mal an Mechaniken des Spiels denkt. So nicht. So auch nicht. So auch nicht. So auch nicht. So, okay. Ja, es ist mein Kopf hier drin, aber das bringt
mich auch nicht besonders weiter. Ah doch, da könnte ich meine Hand lang navigieren. Aber meine Hand müsste ja irgendwo hier in der Umgebung rein. Also ich könnte hier meine Hand durch das Schiff schwimmen sehen. Ah, okay, und meine Hand kommt natürlich hier rein. Okay. Ja, ergibt doch, wenn man ein bisschen nachdenkt, alles Sinn. Ich musste auch, wie gesagt, erstmal wieder auf die Spielmechaniken klarkommen. So, da ist unser Händchen. Nein. Ah, Käse. Okay. Also ich finde die Indexsteuerung immer noch ein bisschen ungünstig gelöst. Dass man mit dem Grip die zurückruft, die Hände. Weil man einfach diese Grip-Taste, beziehungsweise man greift halt schnell einfach mal zu. Und das ist auch ein bisschen ein ungewohntes Gefühl, einen Controller in der Hand zu haben und nicht zuzugreifen. Okay, also wir kommen nach hier. Aber jetzt müsste ich ja von da irgendwie sehen, wo es weitergeht. Kann ich hier durchgucken? Nee, kann ich... Da hinten ist aber zu weit weg. Ich müsste irgendwie noch einen Blickwinkel bekommen. Wo ist denn meine Hand jetzt gerade unterwegs? Ich sehe sie schon nicht mehr. Boah, da muss ich mich hier vielleicht... Ja, okay, wenn ich mich hier reinschieße, dann sehe ich zumindest ein bisschen mehr. Hand. Ah, da ist sie. Ah, da oben der Hebel. Okay, okay. I was inside. This was the stuff of true treasure hunting legend. Alles klar, wir haben es reingeschafft. The map of Libertalia is close. I can feel it. Come on, there's always a secret compartment somewhere. Ah, das war sogar ein Hebel. Gut, das Schwert war auffällig, ich wollte es mir eigentlich nehmen, um irgendwen zu schlitzen. Das hat jetzt natürlich nicht funktioniert. Warte, alle Figuren haben irgendwas. Das Schwert heben, das haben wir gemacht. Der hier muss einen Arm runternehmen. Nein. Vielleicht muss man auch eine Reihenfolge anwenden, die ich nicht sehe. Das macht der Grüne, der biegt das Fernglas hoch. Hier sind Blubberbläschen, das heißt, hier kann man doch garantiert irgendwas machen. Muss ich das halten? Scheinbar. Das ist natürlich die Frage, welchen ich gleichzeitig aktivieren kann. Oh, der hier wird wohl einen Kopf brauchen. Okay, das scheint den da schon zu aktivieren, dass ich ihm den Kopf aufsetze. Okay, das wäre natürlich eine smarte Sache, wenn wir das als letztes machen würden. Oh, der hat einen Papagei auf der Schulter. Vielleicht fehlt der dem. Papagei.
Where did they hide the map? Da unten. Okay, habe ihn gefunden. Ich muss sagen, ich finde ein bisschen die Steuerung beim Schwimmen komisch, weil man immer in dieser stehenden Lage ist und überall hängen bleibt. So. Okay, dann biegen wir jetzt hier das hoch. Und jetzt müssen wir nur noch hier unseren Kopf aufsetzen. Eureka! Nein, komm schon, Körper. Komm schon, Körper. Körper. So. Schön rein da, Körper. Rein da. Where is the map? They must have hidden it when the ship began to sink. Okay. Vielleicht hier drin? Ja. Ich glaube, der hat das nicht überlebt. At last, I am so close to true freedom. When I am in Libertalia, then everything will make sense. It must. Okay, Map gefunden. I had survived the depths. It had been my greatest trial. But surely now, my greatest reward. But as I returned to the Téméraire, a strange light showed where I had hidden my treasure. My half of the jeweled egg had gained a mystical glow. But that could only mean... Captain Kenrid! And suddenly, I spied a sail on the horizon. De bonne mer. Captain Kenred had found me. Bob? Bob, you sea dog! I know that's you! Kenred. She was pursuing me. But of course, it was the egg that led her to me. Sacre bleu, not again. Not now. I told you before, Bob. The egg is not a prize, it's a responsibility. And now you've awakened her. I felt a stirring in the ocean below me. Could it be at last the pitiless hunter, the terror of the deep? The Kraken! Yes, the beast was chasing the bonne mer. Perhaps breaking the egg had disturbed the creature. Damn you, Bob! Kenred was facing it alone, but I had the map. And now, nothing was standing between me and Libertalia, so... I turned. I set my sails for freedom, and I left the sound of the Kraken's roar behind me. I'd forgotten that bit. Not exactly heroic stuff, Papa. Why did you tell the story that way? Oh no. Aber auch wie cool. Haben wir einfach unsere Rivalin im Kragen allein gelassen. Ah, guck mal, jetzt ist hier die Pumpe hat mittlerweile das Aquarium gereinigt. Jetzt können wir hier das Szenario unseres Levels spielen. Da sind wir mit dem U-Boot gelandet. Da ist das Schiffswrack. Naja, da ist jetzt sicher noch eine Scheibe drüber. So wird es sein. Oh nein, ist kaputt gegangen. Was war da drin? Are these photos? No. Oh. Projector slides. Why were they inside the model? Da waren Definitely have a projector somewhere. Mum used to show us holiday pictures. Da waren Projektorbilder drin, wie cool. Also sowas zu finden ist natürlich geil. Vielleicht ein bisschen suboptimal, das in einem Schiff zu verstecken, was man ins Wasser haut, aber... Oh, was passiert hier denn? Ah,
Projektor. Das hier sieht doch aus wie ein Projektor. Slides in the projector. I can't see a screen anywhere. It must be buried in here somewhere. I'll take care of that later. So einige von... Hello? Can you hear me? Here we go, just like yesterday. Bob, are you down there? Is Nina with you? Oh no. She told me the other night that she wanted to be a pirate when she grew up, Bob. A pilot, Mum. I wanted to be a pilot. I don't want you filling her head with flights of fancy. Bob? Bob? She's getting worse. I have to talk to her about options. I'll do it tomorrow. I just want to remember the stories a little longer. Let's see. Oh, scheiße. Sie kann sich nicht mehr daran erinnern, dass ihr Mann verstorben ist. Das ist natürlich... Naja. Also, Dia-Projektor. Ich weiß nicht, ob alle das von euch kennen. Wir haben früher tatsächlich noch Dias geschaut. Oder wir haben so ein Gerät immer noch zu Hause. Das wird immer teilweise noch gemacht. Was ist das hier? Ist das der Kraken? So, Nee. Libertalia at last. Libertalia. Hey, Bob. Mhm. You always said you'd tell me how the story ended. And you never did. Dann denken wir uns ein Ende aus, oder? Aber wir müssen wahrscheinlich Bob noch holen. Vielleicht. Das Schiff sogar. I don't think I remember this bit of the story. Kapitel 4. Libertalia. So, there I was. But where was I? Could it be Libertalia at last? Ah, guck mal, wir sind der Karte gefolgt. Hier ist unser halbes Krakenei. Immer noch nicht gut, dass wir... Ich finde es immer noch nicht gut, dass wir unsere Rivalin da zurückgelassen haben. Ich habe kein Namengedächtnis, deswegen einfach nur Rivalin. Of course, I could not forget the half of the Kraken's egg. This was the treasure which would prove me worthy of Libertalia. I hoped. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist. Vor allem nur ein halbes. Libertalia. Was es wohl hiermit auf sich hat? Hallo? Ahoy there. Come dash yourself on my rocks, Hey, ein Meerjungmann. Ah, Sachen gibt's. Ich bin mir unsicher, ob ich hier sein möchte. Können wir noch umdrehen, vielleicht? Was passiert hier? Alter, wer ist das denn? Libertalia seems kind of grubby. Ja, wollte ich gerade auch sagen. Vor allem, das ist doch die aus Resident Evil Village hier. Wie heißt die noch? Ah, mir fällt's nicht ein. Jedenfalls die große mit dem Hut und den Schlitzhänden. Ihr wisst es. Bonjour. Well, hello, sailor. Welcome to the Libertalia. Enchanté. V. Libertalia? Looking for some spice or sugar? Whatever you want, we have it all. The only thing you won't find here are regrets. Except the ones you bring with you, of course.
My only regret, madame, is not arriving sooner. Now, where do I... Papa, this place is weird. What did she mean by sugar? Why are we here? You have brought a suitable tribute. Place it here then, darling. Ich bin sehr misstrauisch. Thing. Broken. Well, I guess it will have to do. Though the one thing people always bring here that I do not want is their past. I hope you have left yours at the door. And now let the party begin. Come closer, darling. Take a huff of this, breathe a whiff of that, and dance your heart away. Ich weiß nicht, ich mag meine Vergangenheit. Lady Dimitrescu hieß sie, war schön gewesen. Ja, so, war gut hier. Hab dich auch lieb. Ich trink. Ich befürchte für den Spielprogress. Für den Spielprogress werden wir wohl einen Schluck nehmen müssen. Ja, ich bin ja da. Drink up, sis. Oh, freedom has a taste, and it's not always sweet. But there was plenty to wash it down. She beckoned me towards the sounds of dancing. This was it. I'd arrived in time for a party. I could feel the music, feel my doubts leaving me. It was intoxicating. Once or twice upon a time, drunk on freedom, filling my mind. Friends and rivals are left behind, so this was liberty, it was mine. Oh no, Papa! It's so embarrassing. Get out of here now. Okay. Ich finde den Gesang gut, also ich finde da nichts embarrassing dran. Welchen Pfad können wir gehen? Ist die Frage. Kann ich meine Hände vorschicken, um es rauszufinden? Also ich fand den Gesang... The siren song, the doom is through the endless maze. There I crawled in a gloom, and as I knew I could not put a foot wrong. Is this what you wanted? How does it end? I saw my ship, and there on the deck, my young self before the wreck of once or twice upon the time. This isn't the story I thought it was, Papa. I had been through the haze. I wanted freedom from my past, but regret is always just ahead of you, like a reef. Hey, mein jüngeres Ich. Ich komme.
Huh. Once or twice upon the tide, I became a fisherman, following my father's plan and fishing for my father's pride. So, you were fishermen before? Also zu 100% verstehe ich nicht mehr, was abgeht. Hallo. Also das ist jetzt unsere glückliche Vergangenheit, oder was? Ich fange Fische. Verstehe. And reeled without a break, pulling bounty from the sea. Father said this life was free, as I followed in his wake. Okay, wir sind im... Papa was a fisherman too? Wir sind dem Pfad unseres Vaters gefolgt, ein freier Seemann, Fischermann zu sein. Hm? Once or twice upon a time, I was a young fisherman, weighing anchor with no plan, whether be ugly or fine. So this was long before you met Mum? Ich muss sagen, ich finde die Musik sehr, sehr geil. Da ist der Leuchtturm. Instead a storm rising around me, the ocean going mad. I cursed my folly and my dad. And the ocean reached up into the sky. Climb, Papa! Climb! Once or twice upon the bride, the storm took my true earth apart. I and climbed through the light, escaping the clutches of the deep. Swore if I lived that I would keep the beacon of bright. Kacke. Nein! So that's why you became a lighthouse keeper. Unser Leuchtturm.
Okay. In my head alone, rebuilding for the bows that need a guiding. The days go by, I'm sinking, and the light upstairs is fading. Papa, you deserved better. Alter, was zur Hölle passiert hier? Ich bin gerade echt ein bisschen... Okay. Ich kann leider teilweise auch den Text nicht mehr so ganz folgen, weil ich so aufs... Inside I'm building modern homes to keep my mind in. My lighthouse slowly darkening. Afraid but safe I'm hiding. If you stay there, you'll never meet Mom. Ja, also unser Leuchtturm war unser sicheres Versteck quasi. Ich versuche so ein bisschen mitzukommen. Ah, nach hier hinten muss ich. Ah ne, das gehört zusammen. Ja, aber das bringt mir ja nichts. Ah, hier unten habe ich noch ein... No. Alter, das ist irgendwie super abstrakt, wie ich das hier steuere. Aber es ist die falsche Richtung. Okay, linker Arm hoch ist logisch. Rechter Arm am Körper vorbei. Ja doch. Broken paths before me, many steps to climb and yielding, walking back and forth and turning. I'd escape the box I kept my mind in. Mum's waiting out there. Once or twice, upon a time, back at sea, you sailed away, and nothing ever stood in your way, feeling the wind. It's so sublime. So this is when you started hunting for Libertalia.
Ah, der macht meine... Segelbewegungen nach. Alter Schwede. Oder Kraken. Found my fortune and lost it too. Angered a pirate and also a crew. Awakened the kraken and stole some bijou. Oh, Libertalia, we're coming for you. You pushed everyone else aside. Alter, das ist so creepy. Aber wirklich in der VR-Brille. Once or twice upon a time, nothing ever tying me down. I split the heart and left it to drown. Surely freedom is not a crime. Now I know what you're running from. Ungünstig. The sea, she whispers she wants a dew. And the sand said slowly, what will you do? The beast is seeking, but not for you. And she'll pay the price that you always knew. You left her behind. Once or twice upon a time was a coward and didn't see that you can hide on the open sea, but won't escape the storm inside your mind. Now it's the end of the line. I'd left my heart fathoms behind. Could I be sorry? Could you be brave? For once or twice, for all of time. I have been watching, boy, and I'm not impressed. Papa? Is that my grandfather? Papa, I'm sorry. I wasn't a true sailor like you. No, boy, you weren't. Just like I was not the sailor my father wanted me to be. But you had a chance to be greater than what came before. Now look at you. Papa, the Kraken is coming. You didn't turn tail even when you sailed into that storm, boy. Trust me, this Kraken you can face. I was afraid of losing my freedom. Losing a part of myself. We lose parts of ourselves all the time, boy. And we pick up others. It is not too late for you.
Here is my clue. It's my best one, I promise. Now I understood. Even my true freedom. Everything I had been seeking. Each line of story I had woven for myself. Each string that led back to the past. To father. Everything I thought I had escaped. That was the past, far behind me. He would always lie ahead of me, like a tempest on the horizon. Unless I trim sail and rend the storm, now. Das Krakenei. So you're awake. I'm giving you a refund, Bob. Your half-treasure isn't worth much incomplete anyway. Freedom isn't something you bury in a chest. It is something you do. You told a fine story, Bob. We all heard it. But what ending do you want? Kenred, what have I done? She needed you, and you just sailed off. Maybe he wasn't who I thought he was. Oh, Mum. There's still so much I wanted to ask you. Now, I'm just talking to myself. Just like bloody Bob. Okay, projection screen is ready. There has to be an end to this story. Do I really want to see this? Come on, Nina. Okay, also ich habe mittlerweile eine grobe Vorstellung. Die Geschichte, die unser Vater erzählt, ist so ein bisschen seine eigene, mit den Fehlern, die er gemacht hat, mit Parallelen zur Realität, aber bevor ich jetzt komplett wirr um mich rum interpretiere, würde ich sagen, gucken wir uns mal den Projektor an. There. Ah, Bob. When I first met him, he was in pieces. After what happened in the storm, he'd shut himself up in a lighthouse for God knows how many years. Finally, he plucks up the courage to get out and starts some harebrained adventure. And pretty soon he washes up, a bag of bits, on my doorstep. So there I was, Nina, marooned. No ship, no prospects. The current had carried me here, and I couldn't swim against it. Papa? Like I said, if you stay here and work, we'll put you back together. Le bonne mère. A sailor's bar? They never told me that. You see, when you find yourself on strange shores, you have to be willing to adapt if you want to change your fortune. They say you're a fine sailor, Bob, but I didn't know you were a storyteller. Well, one thing leads to another, I suppose. But he was restless. He was always talking about freedom. He said one day he'd go make his fortune and then he'd marry me. Well, I'd heard that before.
Libertalia Pass. At last, I am so close to true freedom. When I am in Libertalia, then everything will make sense. It must. And then one day, he was gone. Except, of course, he'd already left a little piece of himself behind. Which rapidly grew into a big piece. The crew wanted to chase him down and keelhaul him. I thought, well, if he didn't want to stay, good riddance. Of course, he didn't get very far. And then, all of a sudden, one day Bob, the roamer, the dreamer, he finally made up his mind. Kenred, what have I done? It's jammed, damn thing. There has to be more. I can't believe I trusted him. Every story he told me, he was just trying to make his own sad, stupid decisions seem like an adventure. Ja, ich bin ein bisschen sprachlos gerade. Der Kraken. Der finale Level. Ich würde sagen, den schauen wir uns in der nächsten Episode an, falls sich eine neue Episode lohnt. Also wir haben einen Einblick in die Vergangenheit bekommen, wie unser Vater unsere Mutter kennengelernt hat und sie dann zurückgelassen hat. So wie Kenred, unsere Rivalin, im Kampf gegen den Kraken. Also das ist die relativ eindeutige Parallele. Das mit dem Gesang war mega cool, aber ich werde es auf jeden Fall für mich nochmal spielen müssen, weil ich wirklich nicht alles mitbekommen habe. Dass es so viel passiert auf einmal, dass der Text so ein bisschen im Hintergrund verschwunden ist. Aber es geht natürlich in Libertalia ging es um das Bedauern, was wir zurückgelassen haben, und dann unsere Vergangenheit, die wir zurücklassen, und die Libertalia-Parallele auch. Mega cool. Ich würde sagen, hier machen wir dann aber trotzdem in der nächsten Episode weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.